Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen Tageszeitschalter vorstellen. Dieses Modell heißt WHM018. Den Link dazu lasse ich in der Beschreibung. Ich habe ihn bei AliExpress bestellt. Das Modul ist eine solche Platine. Hier gibt es Anschlüsse für die Stromversorgung. Das ist dieser Anschluss. Hier kann die Stromversorgung von 6 bis 60 Volt erfolgen. Das ist die Stromversorgung des Moduls selbst. Man kann die Stromversorgung auch über einen Mikroanschluss zuführen. Das sind 5 Volt. Das heißt, man kann einfach ein Ladegerät vom Mobiltelefon verwenden. Rechts haben wir einen Anschluss für den Lastanschluss. Die Last kann sich von der Stromversorgung unterscheiden. Das heißt, Sie können 5 Volt für die Stromversorgung des Moduls verwenden und die Last mit 220 Volt steuern. Zum Beispiel eine Lampe, eine Heizung oder einen Boiler anschließen. Also irgendein anderes Gerät. Und es wird mit 220 Volt betrieben. Dieses Relais hält eine Last von 10 Ampere aus. Das heißt, bis zu 2,5 Kilowatt. Hier kann man die Last anschließen. Auf dem Display wird die Zeit angezeigt. Und damit wählen wir auch den Modus und stellen das Programm ein. Tasten zur Einstellung. Eine Batterie ist hier nötig, damit die Uhr nicht verstellt wird. Denn dieser Timer ist ein Tageszeitschalter. Hier werden Uhrzeit, Datum und Jahr eingestellt. Und wenn die Stromversorgung unterbrochen ist, soll die Uhr weiterlaufen. Genau dafür ist hier die Batterie eingebaut. Hier gibt es einen Summer. In einigen Einstellungen kann man ihn einschalten, damit, wenn das Relais einschaltet, der Summer piept. Das heißt, er piept dann periodisch. Ich weiß nicht, ob diese Funktion benötigt wird oder nicht. Wenn der Summer piept, das heißt, das Relais eingeschaltet hat, kann man ihn mit einer beliebigen Taste ausschalten. Das Relais arbeitet weiter, aber Sie können das Signal ausschalten. So ist das. Sonntag. 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 Und jetzt zeige ich, wie es angeschlossen und eingestellt wird. Für die Stromversorgung nehme ich Kabel vom Netzteil. Hier habe ich 12 Volt. Ich schließe es an die Klemmenleiste an. Minus ist bei uns GND. So, ich habe den Kontakt festgezogen. Und VCC ist Plus. Wir legen die Spannung an. So, sofort hat sich unser Timer eingeschaltet. Festgezogen. Mit dieser Klemmenleiste werde ich die Lampe anschließen. Sonntag. 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 Mit dieser Klemmenleiste werde ich die Lampe anschließen. Hier ist eine Glühbirne. Sie ist auch für 12 Volt. Jetzt zeige ich es. So, beim Schließen dieser beiden Kontakte schaltet sich die Lampe ein. Das Relais wird also als Schalter fungieren. Das heißt, beim Schließen des Kontakts leuchtet die Glühbirne auf. Den Minuspol habe ich direkt an die Lampe angeschlossen. Der Pluspol wird in den Stromkreis geschaltet. Sonntag. Beim Schließen leuchtet die Glühbirne. Und wir haben hier beschriftete Kontakte. Und wir haben hier beschriftete Kontakte. Der zentrale Kontakt. An diesen legen wir Plus an. Und das Kabel von der Lampe schließen wir an den normal offenen Kontakt an. Beim Einschalten des Relais leuchtet die Glühbirne auf. Auch diesen Kontakt haben wir festgezogen. Alles ist bereit. Jetzt zeige ich, wie die Uhrzeit eingestellt wird. Jetzt zeige ich, wie die Uhrzeit eingestellt wird. Die Uhrzeit wird mit der Down-Taste eingestellt. Wir halten sie 2 Sekunden lang gedrückt. Wir stellen das Jahr ein. Wir stellen das Jahr ein. Man kann es erhöhen oder verringern. Wir haben 2020 eingestellt. Wir stellen den Monat ein. Wir stellen den Monat ein. Wir stellen den 8. August ein. Wir stellen den 30. Tag ein. Wir stellen den 30. Tag ein. Wir stellen die Stunden ein. Die Uhrzeit ist 22:06 Uhr. Mit den Tasten stellen wir 22 und die Minute ein. Die Uhrzeit ist 22 Uhr. Wir speichern die Einstellungen und hier zeigt uns das Zifferblatt die reale Uhrzeit an. Selbst wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, bleibt die Uhrzeit erhalten. Wir haben auch Display-Einstellungen über die Stop-Taste. Es leuchtet entweder dauerhaft, ON-Modus, oder durch gedrückt halten wechseln wir in den Standby-Modus, dabei schaltet sich das Display nach 5 Minuten aus. Das heißt, es leuchtet 5 Minuten lang, wir drücken etwas, der Timer arbeitet weiter, aber das Display schaltet sich nach 5 Minuten aus. So wird es mit der Stop-Taste umgeschaltet. Damit sich das Display wieder einschaltet, drücken wir eine beliebige Taste, und das Display leuchtet dann auf. Ich lasse es aber dauerhaft eingeschaltet. Nun zu den Module-Einstellungen, es gibt 5 Programme. Um zu den Einstellungen zu gelangen, gehen wir ins Menü. Und hier gibt es 5 Programme, die parallel laufen können.
Das heißt, Sie haben ein Programm ausgewählt und es konfiguriert. Man kann ein zweites Programm auswählen und gleichzeitig können bis zu 5 Programme laufen. Dies ist nützlich, wenn Sie zum Beispiel möchten, dass der Timer morgens eine Stunde und abends eine Stunde eingeschaltet wird. Zum Beispiel für die Rasenbewässerung. Das heißt, wir wählen das erste Programm und stellen die Morgenstunden ein. Dann wechseln wir zum zweiten Programm und stellen die Abendstunden ein. Und der Timer wird morgens und abends arbeiten. Und man kann 5 solcher Intervalle wählen. Nun gehen wir mit der SET-Taste weiter in das Programm P1. Hier haben wir 5 Betriebsmodi. Das heißt, wir haben das erste Programm ausgewählt und wählen den Betriebsmodus. Beginnen wir mit dem ersten, P1. Wenn wir einen Bindestrich wählen, ist das Programm deaktiviert, also inaktiv. Wir wählen P1 und rufen es auf. Das ist unsere Einschaltzeit. Wir stellen die Minuten ein, zum Beispiel 10 Minuten. Nachdem wir die Minuten eingestellt haben, schalten wir mit der Z-Taste auf die Stunden um. Zum Beispiel 6 Uhr 10 Minuten. Das ist unsere Einschaltzeit. Close, das ist die Ausschaltzeit. Ebenso wählen wir die Minuten. Mit der Z-Taste schalten wir auf die Stunden um. Zum Beispiel 7 Uhr. Und unser Programm wird jeden Morgen um 6 Uhr 10 Minuten eingeschaltet und um 7 Uhr 10 Minuten ausgeschaltet. Wenn das Relais eingeschaltet ist, leuchtet hier eine rote LED. Und wenn es ausgeschaltet wird, schaltet sich das Relais ab und die LED erlischt. Hier gibt es auch Einstellungen für den Summer und den Betriebsmodus. Das heißt, durch Drücken der Stop-Taste können wir umschalten. Hier steht AUN1 oder AUN2. Dies wird umgeschaltet. Relaisbetrieb, entweder ist es geschlossen. Das heißt, wenn die Einschaltzeit erreicht ist, schließt es sich und arbeitet, bis die eingestellte Zeit erreicht ist. Das heißt 7 Uhr 10. Wenn wir AUN2 wählen, haben wir den Impulsmodus. Das heißt, das Relais schaltet sich ein, klickt, schaltet sich für eine Sekunde ein und wieder aus. Einfach als Impuls. Um 6 Uhr 10 Minuten. Um 7 Uhr 10 Minuten wird es keinen Impuls mehr geben. Das heißt, das Relais befindet sich entweder eine ganze Stunde im geschlossenen Modus oder es gibt einfach ein Impulssignal an ein Gerät, das hier angeschlossen werden kann. Zur Demonstration verlasse ich die Einstellungen. 22 Uhr 15. Wir rufen es auf. Wir stellen zum Beispiel die Einschaltzeit auf 22 Uhr 16 ein. Hier haben wir 16 Minuten. Und die Stunden 22. Die Ausschaltzeit 17 Minuten. Auch 22 Uhr. Wir schalten den Signalton ein. Durch Drücken der Stop-Taste aktivieren wir Bull 1. Das ist der Signalton. Der Signalton ist eingeschaltet. Wir speichern die Einstellungen. Es ist 22 Uhr 16. Dies ist der Impulsbetrieb. Das heißt, es hat sich für eine bestimmte Zeit eingeschaltet und wieder ausgeschaltet. Und der Signalton ertönte. Dies ist der Impulsbetrieb. Jetzt zeige ich den Modus, der dauerhaft eingeschaltet bleibt. Wir gehen in die Einstellungen und schalten auf AUN1 um. Das bedeutet, dass dies bereits mit Arretierung sein wird, und wir stellen die Einschaltzeit auf 17 und die Ausschaltzeit auf 18 ein. Wir speichern die Einstellungen. Jetzt müssen wir ein wenig warten. Der Ausschaltton. Der Ausschaltton. Der Ausschaltton. Es hat sich eingeschaltet. 22 Uhr 17. Die LED leuchtet. Ein Signal ertönt. Und in einer Minute schaltet sich das Relais aus. Und das Signal schaltet sich ebenfalls aus. Das Signal kann durch Drücken der Taste ausgeschaltet werden. Das Relais hat also weitergearbeitet. Aber diesen Piepser haben wir ausgeschaltet. So funktioniert das erste Programm. Jetzt schauen wir uns das zweite an. Wir gehen in die Einstellungen. Wir wählen Programm P2. Es ist genau dasselbe, nur das erste Programm wiederholt sich jeden Tag. Das heißt, es wird jeden Tag zu einer bestimmten Zeit eingeschaltet und zu einer bestimmten Zeit ausgeschaltet. Programm P2 läuft einmalig.
Das heißt, wir haben die 202 Zeit eingestellt. 203. Genauso wird alles eingestellt. 204. Die Einstellungen wurden gespeichert. 205. Und das Programm wird einmal ausgeführt. 206. Hier wird ein Fehler angezeigt. 207. Weil ich die Zeit nicht eingestellt habe. 208. Die Ein- und Ausschaltzeit ist bei uns gleich 209 und es wird ein Fehler angezeigt. 210. Deshalb muss trotzdem eine Zeit eingestellt werden. 211. Weil es sonst nicht möglich ist, das Programm zu verlassen. 212. So, wir haben gespeichert. 213. Und das Programm wird einmal ausgeführt. 214. Jetzt gehen wir in die Einstellungen. 215. Wir wählen Programm P3. 216. Wir halten Z gedrückt. 217. Programm P3. 218. Wir gehen hinein. 219. Genauso stellen wir die Einschaltzeit ein. 220. Zum Beispiel 0 Uhr 10, 221. Und die Ausschaltzeit 222, 0 Uhr 15. 223. Aber im Gegensatz zu den ersten Programmen 224 wird hier zusätzlich ein Ausschaltdatum eingestellt. 225. Das heißt, wir haben es heute eingeschaltet. 226. Zu einer bestimmten Zeit schaltet sich das Relais ein. 227. Aber es schaltet sich am nächsten Tag aus. 228. Oder an jedem beliebigen Tag, den Sie einstellen. 229. Wir wählen den 230 Monat. 231. Das heißt, den 12. 232. Es kann sich sogar nach einem Monat ausschalten. 233. Zum Beispiel haben wir den 8. 234. Jetzt wählen wir den 9. Monat, 235, den ersten Tag. 236. Das heißt, am nächsten Tag. 237. Zu einer bestimmten Zeit 238 schaltet sich der Timer aus. 239. Wir haben die Einstellungen gespeichert. 240. So funktioniert Programm P3. 241. Das heißt, wir schalten heute ein. Wir können es auch erst in einem Monat ausschalten. Wir wählen die Zeit, das Datum und den Monat, die wir zum Ausschalten benötigen. Betrachten wir nun das vierte Programm. Wir gehen zu den Einstellungen. Wir wählen Programm 4. Hier wird auch die Zeit eingestellt. 8 Minuten oder 10 Minuten. Wir haben 10 eingestellt. Die Zeit ist zum Beispiel 2 Uhr nachts. Ausschalten. Die Zeit ist bei uns zum Beispiel 3 Uhr oder 3 Uhr 10 Minuten nachts. Und dann stellen wir die Daten ein. Von welchem bis zu welchem Datum das Einschalten erfolgen soll. Es wird jeden Tag eingeschaltet. Wir geben nur den Monat und das Datum an. Der 4. Monat, der 2. Tag. Das heißt, das ist bei uns. Der 4., das ist April. Der 2. April. Und bis zu welchem Datum? Zum Beispiel der 1. Monat, Januar. Der 31. Tag. Das heißt, bei uns wird der Timer vom 31. Januar bis zum 2. April jeden Tag an den festgelegten Tagen ein- und ausgeschaltet. Das ist unser viertes Programm. Das 5. Programm ist im Prinzip genau dasselbe. Nur der letzte Monat wird nicht eingestellt. Das heißt, es funktioniert im Zeitraum von einem Monat. Also gehen wir rein. Wir wählen Programm P5. Wir wählen die Zeit. Wir stellen die Einschaltzeit ein. Wir stellen die Ausschaltzeit ein. Und hier wird der Monat eingestellt. Zum Beispiel der 9. Monat. Der 6. Tag. Für das Ausschalten wählen wir einfach nur den Tag. Der Monat wird nicht eingestellt. Das heißt, es funktioniert nur in einem bestimmten Monat. Zum Beispiel der 9. Tag. Vom 6. bis zum 9. Unser Timer schaltet sich jeden Tag ein. Jeden Tag. Im vorgegebenen Zeitraum. Das sind im Prinzip alle hier hinterlegten Programme. Den Link zum Timer hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.